Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es am Opel weiter mit dem Thema Ansaugbrücke demontieren, um sich in Richtung Ventildeckeldichtungen vorzuarbeiten. Und ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht, verschiedene Leute gefragt und für den Seilzug hier an der Ansaugbrücke ist es so, ich hoffe, man kann das erkennen. Da ist tatsächlich so eine Art Splint, der hier durchgeht, durch diesen, ich sage jetzt mal Kugelkopf. Das heißt, ich werde jetzt gleich versuchen, hier mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher reinzugehen, um den Splint zu lösen. Dann müsste hier der Kugelkopf weggehen und dahinter sitzt so eine Art Sprengring. Ich hoffe, dass wenn der Kugelkopf weg ist, dass ich dann einen guten Blick auf diesen Sprengring habe. Den werde ich dann rausziehen und dann müsste sich eigentlich auch der zweite Seilzug lösen lassen. Den kann man, wie ich das jetzt gesehen habe, nicht groß verstellen, den zweiten. Den hier kann man verstellen. Und zwar hier an diesem Gewinde. Das heißt, ich werde mir jetzt dann auch hier mit einem Farbstift, bevor ich hier anfange, irgendwas zu lösen, werde ich hier mit einem Farbstift mir das Gewinde markieren und dieses Gewinde markieren, damit ich weiß, an welche Position ich das später wieder setzen muss. Im Idealfall verrutscht da nichts, ja, weil ich ja das Ganze hier rausnehme. Das heißt, das sollte unter Spannung bleiben. Trotzdem mache ich mir da eine kleine Farbmarkierung, damit ich weiß, wo das war. Und damit starten wir jetzt. Bedeutet, ich packe euch in den Zeitraffer und ich versuche, die beiden Seilzüge mal zu lösen. Denn ich kann das natürlich jetzt prinzipiell, wie im letzten Video gezeigt, hier zur Seite legen. Allerdings hat mir ein Bekannter gesagt, der das schon häufiger gemacht hat, dass er das eigentlich nutzt, diese Position hier, um dann diesen zweiten Teil der Ansaugbrücke dort abzulegen. Und zwar haben wir ja hier die Benzinschläuche und die sind so ein bisschen flexibel. Und ich will eigentlich auch nicht die Benzinleitungen öffnen. Und er macht das dann immer so, dass er diesen zweiten Teil, den nimmt er dann und legt den hier zur Seite. Und wenn jetzt hier bei mir schon die Ansaugbrücke liegt, wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Deswegen versuche ich jetzt eben, die Seilzüge an der Ansaugbrücke zu lösen, damit ich die Ansaugbrücke hier komplett wegnehmen kann und dann hier Platz habe, um den zweiten Teil der Ansaugbrücke hinzulegen. Denn sonst geht mir einfach ein bisschen der Platz aus. Außerdem hat er es ja schon häufiger gemacht. Wäre ja jetzt dumm, wenn ich versuche, eine andere Lösung zu finden, wenn er da schon eine gute hat. Also ab in den Zeitraffer und ich schaue mal, ob ich den Seilzug da gelöst bekomme. So, jetzt habt ihr den Zeitraffer gesehen, wie ich den Seilzug oder die beiden Seilzüge gelöst habe. Wir hatten ja hier einmal an dem Kugelkopf, war ja einmal so ein Splint drin, ne, der hier dann durchging und das Ganze gesichert hat. Da sehen wir jetzt auch hier die kleinen Löcher, ne, wo dann der Splint durchgeht. Ich zeige euch den Splint gleich nochmal. Den Kugelkopf, da müsst ihr ein bisschen Kraft aufwenden, um den von der Ansaugbrücke zu lösen. Hier habe ich jetzt die Ansaugbrücke hingelegt, der sitzt ja hier drauf. Als erstes kommt erst noch der andere, mit so einem anderen Splint gesichert, aber es geht ja jetzt gerade um den Kugelkopf. Also wenn ihr den Splint von dem Kugelkopf rausgezogen habt, braucht ihr schon ein bisschen Kraft, um den Kugelkopf da runter zu bekommen. Danach ist hier nochmal so ein C-Clip, den könnt ihr auch wegnehmen. Und dann kommt auch der zweite Seilzug, den habe ich jetzt da drüben mal hingepackt. Hier ist der zweite Seilzug, der ist dann eben mit einem C-Clip gesichert und sitzt sozusagen hinter dem Kugelkopf. Und wie sehen die Dinger aus? Wir haben also hier einmal den Clip, der den Kugelkopf arretiert, ja, der wird da durchgeschoben. Und wir haben diesen kleinen C-Clip, der dann nachher hinten dran den zweiten Seilzug entsprechend sichert. Ich habe es mir auch farblich markiert, dass ich dann später wieder weiß, also wenn wir uns jetzt hier das angucken, der war ja in der Länge verstellbar, habe ich mir hier markiert, wo sozusagen, jetzt geht wieder Fokus nicht, habe ich mir hier markiert mit Farbe, wo der Anfang und Endpunkt ist. Es sollte eigentlich nichts passieren, weil das Ganze hier auch wieder gesichert ist, aber zur Sicherheit habe ich mir eben die Markierung gemacht.
Das waren die beiden Teile. Ansonsten, ich hatte im letzten Video ja erwähnt, dass ich die Schrauben, die ich abgemacht habe, eben jetzt auch entsprechend hier in so kleinen Boxen mit Beschriftung sammle, damit ich weiß, das war die Schraube am AGR, das waren die Halter für die Ansaugbrücke an der Seite, das waren die Ansaugbrückenschrauben selber. Die Clips und so werde ich im Nachgang auch nochmal wegpacken. Und jetzt ist, wie gesagt, ja die Ansaugbrücke runter. Ich habe auch hier an den verschiedenen Schläuchen jetzt, weil ich das wahrscheinlich länger hier offen habe, entsprechend Stopfen reingemacht. Ich hatte euch im letzten Video ja verlinkt. Ich verlinke es auch euch dieses Mal nochmal. So ein Stopfenset, dass wir da eben die Möglichkeit haben, Öffnungen zu verschließen. Alternativ zu den Stopfen, die ich letztes Mal schon gezeigt habe. Da habe ich jetzt eben, wie gesagt, die offenen Schläuche verschlossen. Auch hier vom AGR. Ich habe die Öffnungen für Luftansaugung und auch für die Ansaugbrücke habe ich entsprechend abgedeckt. Was jetzt noch fehlt, hier muss ich noch abkleben und abdecken. Und ich habe jetzt auch beschriftet, die Schläuche, die ich jetzt schon abgezogen habe, hier, der geht zur Ansaugbrücke hinten. Da ist jetzt so ein Unterdruckschlauch für Sprit, den muss ich noch abnehmen. Da seht ihr ja, der ist da auf diese Membran gesteckt. Den muss ich noch abnehmen. Und dann müsste ich eigentlich die gesamte Ansaugbrücke lösen können, hier über die Schrauben. Und dann eben entsprechend die Ansaugbrücke rausnehmen. Da ist aber wichtig, hier diese Verkabelung, also die Stromzufuhr für die Injektoren, die ist da hinten. Da hat es einen großen Stecker. Ich versuche mal mit dem Licht, dass ich euch das besser zeige. So, sehen wir den jetzt? Einmal gucken. Schwierig. Also ich versuche es jetzt mal in der Videobearbeitung zu highlighten. Der Stecker, auf den ich jetzt den Pfeil setze, den muss ich noch lösen. Das ist der Hauptstecker für diese Injektoren, die da in der Ansaugbrücke eingebaut sind. Und wenn ich den dann gelöst habe, den Stecker und diesen Unterdruckschlauch, dann müsste ich eigentlich, wenn ich die Schrauben hier alle löse um die Ansaugbrücke, müsste ich eigentlich den gesamten zweiten Ansaugbrückenteil nehmen können, rausnehmen und hier so rüberlegen. Ne? Dann sollte ich auch kein Problem haben mit dem Sprit. Das wird sich dann zeigen. Es geht jetzt also gleich weiter im Zeitraffer. Ich nehme noch eine Unterdruckleitung weg von dieser Spritmembran oder was das ist und stecke den Stecker ab. Und dann geht es im Zeitraffer weiter für euch, wie ich eben hier den zweiten Teil der Ansaugbrücke löse und das Ganze dann hoffentlich zur Seite packe. So, jetzt habe ich mich da hinten dem Stecker gewidmet. Ich habe jetzt auch eine Möglichkeit gefunden, den zu lösen. Das möchte ich euch einmal zeigen. Also wir haben ja hier diesen großen, Moment. So, wir haben ja hier diesen großen Stecker, ne, und der geht hier zu den Einspritzventilen oder beziehungsweise nicht Ventilen, zu den Injektoren, also die dann nachher den Kraftstoff einspritzen. Und den habe ich jetzt gelöst. Wie habe ich es gemacht? Ich nehme meinen Schraubenzieher, dann kann man das hoffentlich besser sehen. Hier ist so ein kleiner Plastiknüpsel. Den muss man vorsichtig nach oben hebeln, vorsichtig, und dann so ein bisschen nach hinten schieben. Wenn dann so das erste Stückchen der Stecker sich gelöst hat, bin ich hier mit dem Schlitzschraubenzieher rein und habe dann hier das so auseinandergedrückt. So habe ich das jetzt gelöst bekommen. Den Stecker baue ich jetzt ab. Wie gesagt, den Schlauch werde ich hier jetzt auch noch lösen. Da gehe ich auch hier rein und werde den dann hier so hochhebeln, ne, damit sich der löst. Das mache ich jetzt aber ohne Kamera, weil da brauche ich einfach ein bisschen Platz. Und wenn die Kamera da ist, kann ich das nicht gleichzeitig arbeiten und lösen. Aber so kriegt ihr das gelöst. Und dann müsste ich eigentlich die gesamte Ansaugbrücke, den zweiten Teil lösen können und die rausheben.
das habt ihr die Zeitrafferaufnahmen gesehen. Ich habe jetzt die Ansaugbrücke gelöst. Wenn wir da jetzt, ich kann die also hier jetzt schon komplett anheben. Und wie gesagt, die Spritleitungen sind jetzt noch dran. Der Bekannte von mir, der das schon häufiger gemacht hat, der kennt sich richtig gut aus, der meinte, das kann man so machen, dass man die Spritleitungen dran lässt und es dann zur Seite legt. Es waren jetzt insgesamt 6 Schrauben. Ich zeige euch die einmal hier. Diese 6 Schrauben haben jetzt den zweiten Teil der Ansaugbrücke, also den unteren Teil der Ansaugbrücke gehalten. Und jetzt ist sie lose. Ich werde jetzt versuchen, sie hier so zur Seite zu legen. Ich mache hier mal noch irgendeine kleine Decke oder so hin. Und ja, dann schauen wir mal, wie es da drunter aussieht. Normalerweise, laut seiner Info, müsste das jetzt reichen, dass ich überall rankomme. Ich muss natürlich noch mit dem Kabelkanal muss ich noch schauen, dass ich die noch zur Seite nehme. Aber von den Schrauben her, wir sehen ja jetzt die Positionen vom Ventildeckel. Ne, da komme ich jetzt ran, wenn man die Ansaugbrücke sich wegdenkt. Ich zeige euch das dann mal, wenn ich sie zur Seite gelegt habe. Und ja, dann müssten wir jetzt eigentlich überall gut rankommen. Da hinten seht ihr jetzt noch den großen Stecker, den ich vorher gezeigt habe. Ne? Also ja, muss man schon einiges lösen, aber sieht soweit erstmal okay aus. Jetzt wie gesagt hole ich mal eine Decke, lege das mal zur Seite und dann schauen wir mal, wie es drunter aussieht. So, wie ihr gesehen habt, die Ansaugbrücke oder beziehungsweise der zweite Teil ist raus. Es war ein bisschen gefummelt, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe sie leicht nach hinten geschoben und dann habe ich sie komplett in, sage ich mal, also wenn wir gucken jetzt von vorne drauf, hier ist die Fahrerseite, hier ist die Beifahrerseite, leicht nach hinten geschoben und dann habe ich sie leicht so zur Beifahrerseite gekippt, sodass diese Kante hier möglichst weit unterhalb von dem Ventildeckel ist. Und dadurch habe ich genug Platz gehabt, dass die andere Kante hier vorbei ging. So habe ich es jetzt rausbekommen. Wir sehen jetzt hier die Dichtungen, die da drin sind. Die werde ich auf jeden Fall erneuern. Die habe ich auch schon neu. Ich klebe das jetzt einmal ab, damit da nichts reinfällt, damit das geschützt ist. Den unteren Teil, wie gesagt, ich habe mich da erkundigt bei meinem Bekannten, der da wirklich fit ist und das schon oft gemacht hat. Den unteren Teil muss man eigentlich nicht abnehmen. Seht ihr ja, es geht auch so. Jetzt kommen wir hier an die Ventildeckel ran und wir sehen auch schon, da war schon mal jemand dran und da hat natürlich jemand sehr viel Silikon verwendet und wie wir sehen können, viel hilft eben nicht immer viel. Deswegen hatte ich ja ganz am Anfang im ersten Teil gesagt, dass ich kein so ein Riesenfreund bin von Silikon. Zumindest nicht, solange der Hersteller das nicht explizit vorschreibt. Hier ist es ja so, hier haben wir tatsächlich explizite Gummidichtungen. Das heißt, da würde ich eben das Silikon nur an so neuralgischen Stellen verwenden. Das zeige ich euch dann aber, wenn ich die neuen Ventildeckel wieder einbaue. Ich hätte gesagt, wir sind jetzt für den zweiten Teil erstmal durch. Wir haben uns das nächste Stückchen vorgekämpft. Im nächsten Video widme ich mich dann dem Kühlflüssigkeitsleck. Das ist ja da hinten. Ich schaue mal, dass ich nochmal die Taschenlampe finde. Die ist hier. Jetzt sehen wir da nämlich ein bisschen besser hin. Das ist hier dieser Anschluss dort. Ich hoffe, ich kann da jetzt dran vorbei fokussieren. Das Ding ist undicht, habe ich jetzt neu bestellt. Hat mir auch mein Bekannter, der sich gut auskennt, der hat da mir einen Link gegeben, wo ich das Teil noch bekomme. Habe ich jetzt entsprechend hier nachbestellt. Das ist das neue Teil. Die halten wohl am längsten. Also es sind so ein klassisches Teil, was halt häufiger kaputt geht, meinte er. Deswegen, das werden wir dann im nächsten Teil tauschen. Und wir werden die Zündkerzen rausschrauben und mal gucken, ob ich dann die Zündkerzen schon wechseln kann, bevor ich die Ventildeckel tausche oder ob ich sozusagen nach dem Ventildeckeltausch das machen muss oder wie das überhaupt funktioniert. Das schauen wir uns dann im nächsten Teil an. Für den Teil sind wir durch. Die Ansaugbrücke hier drin sieht eigentlich gut aus. Da sind jetzt auch keine großen Verkokungen oder irgendwas zu erkennen. Das Schöne ist ja bei diesen etwas älteren Fahrzeugen, die noch eine Saugrohreinspritzung haben. Wir sehen das ja jetzt hier. Hier sind die Düsen. Das klebe ich auch gleich ab, dass da keine Verunreinigungen reinkommen. Also sprich die Injektoren, da wird der Kraftstoff eingespritzt und wie ihr sehen könnt, spritzt er das eben direkt vor die Ansaugventile. Aber selbst die Ansaugschächte sind sauber. Also das sieht gut aus. Bei den Direkteinspritzern ist das ja echt die Hölle. Die verkoken ja. Insofern, also gerade wenn man nicht hochwertigen Sprit fährt, deswegen würde ich euch bei Direkteinspritzern immer empfehlen, hochwertigen Sprit zu fahren. Dann habt ihr da nicht ganz so schnell ein Thema. Ein Thema habt ihr da aber immer. Ich habe das hier nicht. Ist noch ein altes Fahrzeug.
Da hat man noch Technik so gebaut, dass sie auch funktioniert. Und wie ihr sehen könnt, das mit den Spritleitungen, das funktioniert tatsächlich. Das ist nur so eine Hitzeisolierung. Die Spritleitungen selber sind flexibel. Man kann das da um die Ecke legen. Als Decke habe ich jetzt hier meine schöne 50 Jahre Nürburgring Sondereditionsdecke aus dem Jahr 2022 genommen. Alles standesgemäß, ja. Ich mache jetzt, wie gesagt, hier noch ein bisschen Klarschiff. Also die Injektoren abkleben, damit da nichts passiert. Und die Ansaugtrichter abkleben, damit da nichts passiert. Und dann geht es jetzt dann nächste Woche hoffentlich mit dem dritten Teil weiter, wo wir das Kühlmittelleck da hinten beseitigen und vielleicht auch schon einen Ventildeckel abnehmen. Mal schauen, wie weit ich dann nächste Woche komme. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.